limbische System, das ist fast ein Phänomen. Es ist in jedem Anatomiebuch, aber die Frage taucht immer wieder auf, ob es überhaupt gibt, oder? Ja, die Frage taucht immer wieder auf. Sie ist aber noch nicht gelöst. Sie ist heiß debattiert. Manche Leute sagen, es gibt ein Extended Limbic System, also noch mehr, größeres System. Andere sagen, es gibt ein Fuzzy Limbic System. Fuzzy, also für irgendwie schrecklich, unscharf, ungenau. Limbus heißt Saum. Anatomisch kann man das sagen, das ist richtig. Es umsäumt den Hirnstamm. Man kann das hier ganz gut sehen. Wir haben ja hier das Rückenmark, den Hirnstamm, der ein bisschen nach vorne geht, und hier der Fornix ist Teil des limbischen Systems und der umsäumt tatsächlich in diesem Längsschnitt die Reste des Hirnstamms. Warum man es limbisches System nennt, das kommt daher, es gibt ein Sehsystem, es gibt ein Hörsystem, es gibt ein Geruchssystem und man hat sich gedacht, es muss doch auch ein System für Emotionen geben. Und man hat gewusst, es gibt Kerne, der Hippocampus, der mit dem Lernen zu tun hat. Der Hippocampus im Querschnitt übrigens hier relativ gut zu sehen. Hier in diesem Bereich, da beginnt er und geht noch ein bisschen weiter nach vorne, oder in dem Fall nach hinten. Das ist also jetzt hier der Hippocampus, links wie rechts. Da wissen wir ja, dass der fürs Lernen eine große Rolle spielt. Die Amygdala, die könnte hier in dem Bereich liegen. Also das ist eine alte Telenzephale. Zum Allokortex gehörende Region, der Hippocampus auch Allokortex, und das limbische System als System des Sitz der Emotionen, des Lernens. Die Amygdala übrigens beim Schaf vor kurzem erst untersucht, ist extrem komplex verschaltet. Tiere, die sind deswegen untersucht worden durch ein anatomisches Tracing, eine Sache, die eigentlich vor 30 Jahren ihre Blüte hatte, jetzt aber wieder beim Schaf erst vor ein paar Jahren gemacht wurde. Und die hat gezeigt, dass diese kleine Amygdala erstens mal aus Untergebieten besteht und diese Untergebiete sind extrem komplex verschaltet. Also zeigt, dass auch ein Schaf eine sehr stark integrierte Amygdala hat und deswegen als Teil des limbischen Systems eben im Sozialverhalten auch eine Rolle spielt. Um diese Komplexität mal kurz zu zeigen, ihr habt ja in den Büchern der Anatomie extrem viele solche Schaltpläne. Das hier ist jetzt einer der einfacheren, aber das ist die Verschaltung der Amygdala beim Schaf, oder? Das sind die neuen Daten, die das zeigen. Die zeigen zwei Areale der Amygdala, hier COA und MEA genannt. Und das sieht man ja, dass da sehr viele Eingänge und Ausgänge sind. Das zeigt tatsächlich die Komplexität, die wir eigentlich so schon erwartet hatten, aber noch nie gezeigt hatten. COA ist dann der Corticalis? Die kortikale Amygdala und die mediale Amygdala. Diese andere prominente Struktur im limbischen System hast du ja schon genannt, der Hippocampus. Den würde ich mir gerne noch mal genauer angucken. Es ist ja schon verwunderlich, wo er beim Schaf liegt. Ich hätte ihn ganz woanders gesucht, vom Menschen ausgehend. Woher kommt der Unterschied? Ja, beim Mensch würde man ihn nie hier oben erwarten, in den Ventrikeln, sondern vielmehr hier unten erwarten. Das liegt eben daran, dass zwischen Schafen und Menschen die große Entwicklungsunterschiede sind, dass der Neokortex sich sehr stark ausbreitet und damit wird der Hippocampus im Menschen und auch bei anderen Affen hier unten hin verlagert und bei den Schafen, übrigens auch bei einer Ratte und bei einer Maus, also bei den meisten Säugetieren liegt er tatsächlich hier oben. Wenn man aber einen Schnitt hier durchmacht, sieht man die gleichen Strukturen, die heißen CA1-Region, CA3-Region, Gyrus dentatus, wo der aussieht wie ein Zahn, sieht man hier haargenau in der Maus, in der Ratte, beim Schaf wie beim Menschen. Mikroskopisch ist der Hippocampus eben als Teil des Allokortex auch gut zu sehen. Wenn man unter dem Mikroskop sich solche Zellen anschaut, dann sieht man auch 3 Schichten. Also es gibt hier nur einen 3-schichtigen Kortex. In dem Bereich hier ist es 5-schichtig oder sogar 6-schichtig. Hier sind es 3 Schichten und die Zellen haben alle einen pyramidalen Zellkörper, also so etwa aufgebaut, von denen dann den dritten weggehen. Das ist sehr schön parallel angeordnet. Eine Zelle liegt neben der anderen, alle sind gleich ausgerichtet und in Abbildungen, die diese Zellen beispielsweise mit Fluoreszenzfarbstoffen markieren, kann man das wunderschön erkennen. Das ist ästhetisch tatsächlich eine ganz fantastische Struktur. Bei uns Menschen ist der Hippocampus ja die zentrale Struktur für Gedächtnisbildung. Ist es bei Schafen auch so? Geht es da nicht mehr um gute Weideplätze? Wie es bei Schafen ist, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich kann wieder nur sagen, was man bei Ratten weiß. Ratten haben in dem Hippocampus Zellen, die immer dann aktiv sind, wenn die Ratte in einem ganz bestimmten Areal des Käfigs oder des Raumes ist. Das sind Zellen, die also dem Tier sagen, du bist beispielsweise in der linken, rechten Ecke. Das ist ein Ortsgedächtnis. Tiere werden wahrscheinlich dieses Ortsgedächtnis etwas stärker ausgebreitet haben. Das heißt aber nicht, dass Menschen kein Ortsgedächtnis haben. Bei Menschen ist sowohl das Ortsgedächtnis als auch eben ein etwas komplexeres Gedächtnis in dem Hippocampus
dargestellt. Es gibt einen Patienten, dem man früher den Hippocampus rausnehmen musste, der heißt nur nach seinen Abkürzungen HM. Und HM konnte nach diesen Läsionen, die brauchte er, weil er epileptische Anfälle hatte und man musste diesen epileptischen Herd entfernen und HM konnte danach nichts Neues mehr hinzulernen. Also der Hippocampus ist nicht Sitz des Gedächtnisses, sondern ist Tor zum Gedächtnis. Um ein Gedächtnis zu bilden, müssen die Informationen irgendwann mal durch den Hippocampus durch. Und wir müssen geschlafen haben. Und wir müssen geschlafen haben, weil Ruhe auch Konsolidierung heißt. Ja, Lernen braucht auch Ruhephasen, also auch Schlaf. Es gibt diesen Papez-Kreis im limbischen System. Es gibt ja 2 große Kreise. Der Papez-Kreis ist für die Gedächtnisbildung zuständig. Ne? Ist der auch so beim Schaf vorhanden? Wir haben die gleichen Strukturen, die Papez vorgeschlagen hat. Da ist Hippocampus spielt ja eine Rolle. Da spielen andere Kerne eine Rolle, die hat das Schaf genauso wie der Mensch. Also der Papez-Kreis ist anatomisch beim Schaf da, funktionell natürlich nicht gut untersucht. Okay, schauen wir mal kurz, wen wir da so haben auf dem Papez-Kreis. Das ist natürlich der Hippocampus, das ist der Fornix. Vielleicht können wir den nochmal zeigen. Wir haben den Hippocampus ja hier noch einmal. Wir haben den Fornix besser zu sehen in einem Längsschnitt. Das ist diese Struktur hier. Und es gibt Verbindungen, die in diesem Papez-Kreis eben vom Fornix über Fasertrakte in den Hippocampus gehen. Und das ist der Kreis, der also letztlich die Informationen zirkulieren lässt. Mhm. Runter zu den Corpora mammillaria, wie sie immer mal wieder heißen. Ja. Manchmal heißt sie auch anders und hier gibt es die nur im Singular. Das ist eine sehr interessante Struktur. Ich versuche mal, dieses Gehirn hier wieder zusammenzusetzen. Corpora mammillaria heißt die Brustkörperchen und beim Menschen sind sie tatsächlich wie 2 Brüste nebeneinander. Man sieht die Corpora mammillaria auch hier in diesem Bereich, aber es ist sehr schwer zu erkennen, dass es 2 Brüste sind. Deswegen geht man davon aus, dass das, obwohl es eben parallel angelegt ist, eher unpaar ist. Das sieht also aus wie eine einzige große Brust. Ja, das Lustige ist halt, dass die Brüste hier auf der Bauchseite sind und die neben den Schenkeln liegen. Die Schenkel vom Großhirn, laufen unmittelbar daneben. Also die Schenkel umschließen die Brüste. Das ist anatomisch natürlich eine sehr schöne Sache. Wenn ein Teil in diesem Papez-Kreis ausfällt, dann ist es vorbei mit dem Gedächtnis, oder? Wenn alle Kerngebiete essentiell sind, dann reicht es wie beim Auto, ein Teil fällt aus und es funktioniert nicht mehr. Ja. Es gibt noch 2 Gyri im limbischen System. Das ist der Parahippocampalis und das ist der Cinguli. Können wir die sehen? Den Parahippocampalis kann ich sehr schön zeigen. Der ist beim Schaf eben hier relativ weit ventral in diesem Bereich. Da haben wir schon den Uncus mal angesprochen. Und ein Teil dieses Uncus gehört zum Gyrus parahippocampalis. Das Septum, auch eine Struktur dazu gehört, die ist hier nicht zu sehen. Dazu müsste man hier vorne schneiden und diese Struktur dann da vorne identifizieren können. Und hat nichts zu tun mit dem Septum pelluci. Dem durchlässigen, dem durchsichtigen Septum, das Pellucidum, das hatten wir ja in einem Längsschnitt immer sehr schön zu sehen. Das ist diese Trennscheidewand. Nein, das ist ein anderes, zwar namensgleiches Struktur, aber sie hat damit nichts zu tun. Dann fehlt uns noch der Gyrus cinguli. Die Hirnwindung, also der Gyrus cingulum, der ist hier zu sehen. Man muss dann also nochmal einen Querschnitt sich anschauen. Hier nochmal der Hippocampus im unteren Bereich und hier, das ist diese Windung auf der linken Seite wie auf der rechten Seite. Also als Hirnwindung sehr schön zu erkennen. Gleicher Aufbau wieder, graue Substanz, weiße Substanz. Aber hier eben in diesem Bereich von oben kaum sichtbar, in der Tiefe des Cortex abgebildet.